Wir machen heute mal ein bisschen Boot fahren und zwar an genau diesem See. Und dann dürfen wir jetzt gleich mal das Boot hier rauspopeln. Das steht nämlich noch hier. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir durch diesen Morast überhaupt einsteigen. Wird auf jeden Fall mega spannend. Bleibt mal dran. Naja, also ganz ehrlich, das war gerade mal ganz schön Stress. Es hat angefangen zu regnen zwischendurch. Dann wäre der Kopter fast ins Wasser gefallen. Danach wären wir fast ins Wasser gefallen. Dann sind wir auch noch schön nass geworden. Dann wollten wir an der falschen Ecke anlegen. War ein bisschen französische Komödie. Haben wir wieder richtig drauf. Und angezickt haben wir es auch dabei, so typisch, ne? Wie das so bei Ehepaaren ist. Können wir richtig gut. Wir könnten es einfach verfilmen. Falls jemand mal ein Buch oder einen Film schreiben möchte, sagt uns Bescheid. Ich glaube, wir haben da echt einiges in petto. Wir haben definitiv Potenzial. Chaos-Trip. Hast du gerade einen Frosch gefangen? Auch mal einen. Du, aber hier sind ganz viele. Nee, na, die Kröte ist richtig. So, ihr Lieben, jetzt war gerade der Besitzer da und hat frisch gefangenen Fisch gebracht, der frisch geräuchert wurde. Und wir durften den frisch gefangenen und geräucherten Fisch essen. Und der war einfach mal mega lecker. Und das, obwohl ich eigentlich keinen Fisch esse und eigentlich auch keine toten Tiere mehr essen sollte. Aber habe ich gegessen. Omega-3-Fettsäuren sind wohl ziemlich gut für mich. Also habe ich mal gemacht und hat sich definitiv gelohnt. Also sehr cool. Sollte euch jemand so einen Fisch geben. Guten Appetit. Hier ist so ein riesengroßer Steinhaufen und der wurde wohl in der Eiszeit hierher transportiert und ist dann zu einem riesengroßen Steinhaufen geworden. Eigentlich total abgefahren, wenn man sich mal überlegt, was die Natur einfach mal so hier hinknallt. Nicht sonderlich spektakulär. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal an, was es hier sonst noch so gibt. Wir sind ja dieses Mal extrem viel im Süden unterwegs. Bisher haben wir den immer ausgelassen und waren immer froh, dass wir den einfach los haben, weil dann nicht so viele Touristen unterwegs sind. Aber dieses Mal haben wir so eine Ecke gefunden, da haben wir bisher niemanden kennengelernt und auch niemanden getroffen, bis auf gerade hier, da parkt nämlich direkt ein Berliner. Und, fandst du spektakulär den Steinhaufen? Mega, war richtig spektakulär. Absolut spektakulär. 5 von 5. Ja, ich glaube, wenn man also hochklettern, ich weiß ja nicht, was man für eine Aussicht gehabt hätte, aber die Steine waren echt rutschig und waren noch welche locker. Lieber nicht hochklettern. Ich hatte ja noch Milli im Schlepptau. Nachher sitzen wir da fest, die kommen nicht mehr runter. Nur die
schwedische Feuerwehr, weil die Deutschen Ba-dum bum doo 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 Janine ist mal noch im Supermarkt, die geht noch mal schnell zur Coop und holt noch mal ein kleines bisschen was zum Grillen später. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich mal noch eine Runde am Strand verbringen. Ich glaube, das wird eine ganz coole und entspannte vor allem Nummer für heute. Und Mili, was sagst du? Gehen wir noch ein bisschen an den Strand? Milli, wollen wir noch eine Runde an den Strand heute? Tja, ich glaube, der spricht nicht mit jedem. was gerade filmst, wie ich mit Sack und Back komme.